Hello, my name is Julia and I'm so honored and blessed to have this beautiful sunny day right here in Denmark at the North Sea, and I'm excited to test the camper life. So I brought these 3 camper vans and I'm very excited how it feels to sleep in them. Let's try out. But not on my own. I've brought along 2 camper van specialists for the ride. They are living the camper van life full time and use social media to give the world a window on their experiences. Susi Cruz has been on the road with a Volkswagen T3 Transporter since 2017 and converted it herself. She's become something of a star on the camper van scene. Esther, online known as Wonder Joe, left her job as a graphic designer for a nomadic lifestyle. She drives and lives in her beloved T4 van. The 3 of us are going to see whether these latest models live up to the expectations of real camper van fans. We brought 3 different sizes of camper vans. So this is the smallest one, the Volkswagen Caddy, in a super nice green. Then we have this Toyota Proace City with a rooftop bar and the famous Volkswagen T6 Bulli. I'm so excited who's gonna be my favorite of these 3, and let's find out. First up is the Caddy. The Maxi Beach Edition comes with a powerful 90 kilowatt diesel engine. And thanks to all-wheel drive, it has no problem getting down to the beach. The asking price? Around 42,000 euros. That's the Volkswagen Caddy. Okay. First car, first test. What do you think? Müssen wir uns mal anschauen, ne? Also, unser ist ein bisschen persönlicher, ne? Würde ich sagen. Now we'll see how fast you can turn a Caddy into a camper. Is it comfy? Ich würde sagen, das ist okay. Good night. Ja, also es geht schon, aber könnte ein bisschen weicher sein, ne? Ich habe auch das Gefühl, man geht so ein bisschen in die Mitte, ne? Und hier hat man noch so eine 12 Volt. Ja, hier ist ja noch. Aber ich finde, runter könnte auch noch eine Menge. Zeig mal. Equal ja. Pleasure. Fazit, Mädels, wie sieht's aus? Also ich finde ihn ein bisschen unpersönlich, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in Romance beide sehr viel... Wir können ja hier noch eine Blume reinstellen. Ja, genau. Ja, ich finde halt, das Bett ist in Ordnung. Es könnte ein bisschen weicher sein. Auch der Stauraum ist, glaube ich, gut, wenn man so einen Kurztrip machen würde. Also fürs längere Leben hier drinnen glaube ich nicht, weil es fehlt einfach zu viel Küche und ne, auch was irgendwie, dass man sich mal vielleicht hinsetzen kann. Nur vorne in der ersten Reihe. Vorne. So Esther and Susi just discovered that you can pretty much just sleep only in this little Caddy. No wonder you ladies aren't too impressed. Susi's T3 is worlds away with her lovingly furbished mini apartment. Egal wo ich stehe, ich bin immer zu Hause. Also es hat, glaube ich, damit angefangen, weil ich damals studiert habe und ich mit dem Studium doch nicht so 100%ig glücklich war. Und in der Zeit bin ich auch viel gereist und habe dann auch gemerkt, dass ich mein Leben komplett auskosten wollte und es mir nicht davon wegrennt. We made the most of the nice weather to carry on with our van comparison. Our second candidate is the Toyota Proace Verso. It has an amazingly powerful 110 horsepower gasoline engine, and you can order the camping equipment individually or as a complete package. Our test van costs 40,400 euros. So ladies, that's the second car in the second try. What do you think? Is it a nice rooftop? Ich finde es super gemütlich hier oben. Und du? Ja, also ich liebe es total. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind wieder in der Höhle drinne. Und ich weiß nicht, man hat hier einfach so viele Fenster noch, wo man rausschauen kann. Man kriegt frische Luft. Es ist auch, die Wand ist isoliert, man spürt's. Und obwohl die Sonne drauf scheint, fühlt sich das überhaupt nicht stickig an. Time for a quick check to see if all 3 of us can lay down here. Yes, we can. Ja, schon auch 10 Stützen. But winding down the roof on our own was really tricky.
Jetzt? Warte mal, hier drüben muss ich noch reinstecken. Hier muss auch noch ein bisschen was rein. Jetzt? Stuffing the tarp away is a little bit too fiddly. Nee, stopp. Nee, doch nicht? Nee, warte, hier ist noch was zwischen. Achso, das ist ja echt nervig. Aber wenn man jetzt alleine hier ist, Ja, das geht nicht. dann musst du ja ständig rauf und runter gehen, um zu gucken, dass alles drin ist. Next we go downstairs and fold out the main bed in no time. It is a bit slanted and a bit tight getting in, Ein bisschen breiter. but there's plenty of space for two. And for three, if you don't mind getting cuddly. Underneath the bed, at the back, there's a camping box. Windschutz, sehr wichtig. Das ist aber auch gut total gedacht. stark. Oder einer liegt hier, willst du eine Wurst? It's got everything you need to make breakfast or even a simple lunch. There's a 2-burner gas stove, a water canister and kitchen utensils. Ich habe aber trotzdem schon so oft die Erfahrung gemacht, dass so Vanlifer, die so eine Ausbauküche haben zum Rausziehen, oft das Problem haben, wenn es dann mal regnet, wenn es dann mal stürmt, da hat keiner mehr Lust draußen irgendwie noch zu kochen. Das Gute ist daran halt, dass man die ganzen Gerüche dann nicht im Van hat. Ne? Einfach so draußen autark zu sein, das Wasserkanister, Ja. das Gas, Ja. finde ich nicht schlecht. Esther really digs the Toyota, maybe because she lives in a van with a pop-up roof and an outside kitchen. Ich glaube, die Liebe zum Vanlife und Campinglife wurde mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt, weil meine Eltern da auch ein Faible für hatten. Ja, dann hat sich das so entwickelt, dass ich vor einem Jahr mit einer Freundin die Rallye gefahren bin, die Baltic Sea Circle Rallye. Und da haben wir uns dann diesen Bus gekauft und sind mit dem einmal um die Ostsee gefahren. Und danach wollte ich das nicht mehr missen, weil auf dieser Reise habe ich so ein schönes Gefühl gehabt für die Natur, unterwegs zu sein, sein eigenes Zuhause einfach immer dabei zu haben, da drin zu schlafen und jeden Tag irgendwo anders aufzuwachen. Und ja, da ist dieses Vanlife, diese Liebe zum Vanlife einfach entstanden und jetzt möchte ich das einfach immer in meinem Leben haben. And now for our final camper van. For decades, the Volkswagen bus has been the object of all manner of weird and wonderful customizations. You could call it the mother of all camper vans, and our version is also unique. It was carefully refitted by Car Clinic in Uelzen in northern Germany and has everything you could dream of. A kitchen, a bench bed, sliding elements, a pop-up roof. The sky's the limit. The price? Around 85,000 euros. It's a big step towards the kind of customization Esther and Susi have, so they are looking forward to checking it out. The last one we're having here is the icon of traveling and freedom, the T6, the Volkswagen. You guys already have it, like in earlier versions, but this is the blue. Oh, I can't open it. The blue one. Weißt du, was ich sehr gut finde, muss ich ehrlich sagen? Dass hier alles so bedacht ist, dass man hier trotzdem noch ran kann an diese Schublade oder an dieses Fach. Man hat überall Steckdosen. Das heißt, wenn du mal hier liegst mit Handy oder Laptop, hast du hier auch direkt einen Ladekabelabschluss. And you can stand up straight in a Volkswagen Transporter, which is useful in many ways. Da kann man auch stehen drin. Can actually dance. Also ich bin von dem schon, ich glaube bisher ist es mein Favorit, muss man schon sagen. Weil die haben schon an vieles gedacht, ne? Kühlschrank, Spüle, auch die Abdeckung, Gardinen, viel Stauraum, 2 Betten, LED-Touchlichter. Also und ja, ich finde es super. Ich glaube aber auch, es ist unser Favorit, weil wir das einfach schon gewohnt sind. Da wir beide Volkswagen fahren, beide Busse haben und auch diesen Platz und diese Stehhöhe oder diese Sitzhöhe einfach gewohnt sind, ist das hier für uns auch wahrscheinlich das meiste und das, was sich am meisten nach zu Hause anfühlt. Total. Die anderen Wagen sind ja wirklich kaum vergleichbar mit einem Bus. Aber ich finde auch, das fühlt sich am heimischsten an. Und ich glaube, hier könnte man am längsten auch drinnen schlafen. Okay, I would like a pina colada, please. So as the day draws to a close, which vans get our vote? To sum it up,
At the very end, there's no champion for us, right? But you have to say every car guarantees you to be there exactly where you want to be. So we are right here in Denmark, having freedom, having a really nice sunset. As a matter of fact, it's always to do with money. So obviously the money is a big, counterpart. But our conclusion for all of those cars, they make everything possible. They get you there where you want to be. And now it's time for Raf to say hey and goodbye. See you next time.